56 Angler. So machen wir das. 28 Boote. Wenn's nicht beißt, immer in Bewegung bleiben. 11 Nationen. Unbelievable, 3 Zielfische. Guter Fisch, Kescher. Komm. Und Ja, Mann! ein Pokal. Ja. Der YPC Boat 2026 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference. Shimano, Closer to Nature, Closer to People. Und dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe YPC-Zuschauer, willkommen zur 4. Episode und damit zur 2. Vorrundenfolge in Gruppe B. Der Lake Day läuft auf Hochtouren. Wir schauen zuerst auf die Position der 7 Boote. Lure Drop, Gräf, Fox und Bullseye verteilen sich fast über die gesamte Breite des Volkerachs. Nördlich davon angelt Finnwal auf dem Haringvliet und befindet sich damit als einziges Team auf einem Gewässer, das unmittelbar vor Turnierstart im Rahmen der WPC bereits ausgiebig beackert wurde. CWC und Reins haben eine lange Anfahrt in Kauf genommen, um, so die Hoffnung, auf dem Veluwemeer östlich von Amsterdam weniger misstrauische Hechte anzutreffen als im Rhein-Delta. Ein Blick auf die nackten Zahlen zeigt zwar, dass sich die Weiterreise noch nicht rentiert hat und dass tatsächlich Finnwal auf dem vermeintlich abgegrasten HV bislang die einzigen echten Ausnahmefische aufs Board gebracht hat. Die Jungs von Bullseye müssen wegen eines geplatzten Vorfachs 30 Minuten früher einpacken. Unterm Strich bleibt hier aber allen Teams noch genug Zeit, um sich für Tag 2 in eine günstige Ausgangsposition zu bringen. Mal sehen, was wird. Viel Spaß! Es geht weiter. Team Bootsport Gräf ist bereit. Genau. Jetzt am Zanderspot hast du uns hingebracht, ne? So sieht's aus. Also hier ist Zander, hier ist auch Hecht, zieht hier auch durch. Und wir werden mal gucken, dass wir hier mit unseren Zockerbaits und vielleicht mit ein bisschen Spinjig noch mal an den tieferen Kanten unterwegs sind und da ein paar aktive Fische finden. Wir holen jetzt den Zander, dann brauchen wir noch Hecht und dann machen wir Barsch. Habt viel Spaß bei der Folge. Ihr seht, wir bereiten die Hechtköder gerade vor. Ich habe wieder eine Hero Maker Lure Maus drauf. Tim wird jetzt ein bisschen tiefer an der Kante angeln. Es geht wieder auf Hecht jetzt. Wir haben ziemlich Bock auf Hechtangeln. Ich hoffe, die Hechte haben auch Bock. Barschangeln hat in der letzten Episode sehr, sehr gut funktioniert. Euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen von dieser Episode. Allen Teams dicke Fische. In der ersten Folge war eigentlich eine ganz gute Frequenz drauf. Ich glaube, alle Teams sind am Leaderboard vertreten, wenn ich jetzt keins vergessen habe. Aber ich glaube, alle sind drauf. Und ich hoffe, dass wir jetzt so unsere Fische upgraden können. Ich glaube, wir sind sogar im Moment auf 1, Tim. Das könnte sein, weil wir halt relativ viele Fische haben. Aber das ist eine Momentaufnahme, die, glaube ich, nicht repräsentativ ist, weil Paul und Obst sind gut dabei. Aber wir werden jetzt mal aufholen, ein paar dicke Fische und ein paar große Hechte rausholen. Haut rein, viel Spaß beim Zuschauen. Herzlich willkommen zurück zur 2. Episode. Wir haben jetzt mal wieder den Spot gewechselt, weil wir konnten uns das Elend da mit den Zandern nicht mehr angucken. Weil bei uns hat nichts gebissen. Sind jetzt an einen anderen Spot gefahren, wo wir auch viel Fisch gefunden haben, wo wir im Training auch immer Zander gefangen haben. Das hier ist natürlich nicht das absolute Zanderwetter, deswegen angel ich extra langsam und immer noch Carolina. Erstmal um zu gucken, ob die Zander vielleicht darauf reagieren. Aber bis jetzt ist es echt super slow. Sind ein paar Fische gefangen worden in der Gruppe. Ein paar gute Pikes, 90er und Ende 80er. Oh nein! Das wäre es natürlich gewesen jetzt. Look. No way. Ja. So, die Scheren sind schon mal weg. Wie? You know, the question is, how can this not hook? That's stupid. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt mal einen neuen Rage-Bug hier dran und dann gucken wir mal, dass wir das fangen. Es wird nämlich mal Zeit. Viel zu lange nichts gefangen. Die erste Episode lief eigentlich schon relativ gut für uns. Ich glaube, wir waren gar nicht so schlecht, vielleicht sogar relativ weit vorne. Ja, von der Stückzahl der Fischen würde ich sagen, war das gar nicht verkehrt. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, und heute müssen wir ein bisschen Big Fish machen, denn der Big Fish Kevin, der muss seinen Namen auf jeden Fall noch alle Ehre machen. Und
Das versuchen wir jetzt auf jeden Fall erstmal mit ein paar dicken Barschen. Wir brauchen die Barsche, so sieht's aus. Ganz genau. Also viel Spaß mit der Episode und weiterhin Team Lurdorp die Daumen drücken. Now it's gonna happen. Big fish coming up. Ich habe ein ziemlich fischiges Gefühl gerade. Also nicht nur an dem Spot, sondern tatsächlich auch bei dem Wurf. Aber gucken, ob die Jungs das auch so sehen. War leider noch Kraut. Fisch. Kleiner Barsch. Aber Schöner Wasch, nee. Das ist was Kleineres. aber egal. Oh, könnte Yes! Ja, der ist auf jeden Fall maßig. gerade Maß haben. So. Köder. Turbo Louis. Kleiner Barsch. 26. 26 weitere Punkte. So, Fisch geht zurück. Ganz schnell. Jawohl. Jawohl. Kevin, Fedri, Mann. Komm, vielleicht sind die Barsche da. Da stehen vielleicht auch ein paar größere zwischen. Oh, ich hab Fisch! Nein, ab! Ab! Meine Güte, startet Zander, gut. oder? Zander. Komm, ein Zander jetzt noch. Dann können wir auf die Barsche gehen. Fisch, Barsch und wieder ab. Hat im Mittelwasser gebissen, Anni. So, wir sind am neuen Spot angekommen. Ist eine relativ steile Kante, wir twitchen aber trotzdem, weil wir genau am Übergang lang twitchen wollen und hoffen, dass wir Hecht, Barsch oder Zander irgendwas kriegen. Ja, ne? irgendwas kriegen. Ist auf jeden Fall steiniger Untergrund hier, sehr markante Stelle. Und ja, im Training hat es auch schon mal funktioniert. Deswegen hoffen wir. No, I don't think this is the right place. Make both last cast and Ja, okay. move. Maybe we try that, go back and then go to the harbor. Ja, jetzt hängt mal einer, aber noch was hinterher gewesen? Ja, was ausgespuckt. Ah, ausgespuckt. Sehr gut. Gut. Jawohl. Barschen voll. 24,5. Ein 25er. Oh, Fisch. Dann geht der gleich zurück und ich bin hier drüben beim Kescher. Doch, der ist ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Jawohl. Ich würde ihn einfach mal drauflegen für dich, Kevin. Ja, 30. Ein 30er. Gut, 30er. Ich würde sagen, ich halte den Fisch schnell für Kevin. Ein 30er. Der darf auch schnell zurück. Und dann, ja, geil. Auf Wiedersehen. Jawohl. Mensch, ein Zander jetzt hier noch. Nein. Doch, jetzt! Und ich hab ihn! Ja, gleich. Unterm Boot direkt. Komm! Das ist Barsch, glaube ich. Echt? Nee, ich glaube Mini-Zander. Ich glaube, der wird es nicht. Aber wir messen ihn. Wir messen ihn ganz entspannt. Was war das? Nee, 40, ne? Mindest? Ja, 42. Ja, der ist tatsächlich zu klein. Aber Fisch ist Fisch. Ich freue mich. Kleines Küssi. Und du darfst zurück. So, sag Mami Bescheid. Ich bin da. Ich warte auf dich. Perch. That is really good, Evert. Small one, but first fish on the board. 31. It's not the pike that we are here, but at least we have another fish. 31 on the piglet shed. Do a quick release. Fisch. Oh, besser, wa? Ja. Jo. Kommt. Jo, ist drin. Ja. Gut. 34, ne? 34. Sehr schön. Auch der Gute geht natürlich sofort zurück. Jawohl. Weiter geht's, Marcel. Sauber. Bam. Gut, Kevin, gut. Es läuft besser. Besser als wir uns ausgemalt haben am Anfang, oder? Ja, also war schon, ist schon gut. Ja, dafür, dass wir kaum einen Plan hatten. Stimmt!
Etwas größere Kaliber dürften es aber schon sein. Bei Bullseye gibt's Grund zur Zuversicht. Ich hab nur einen Follower. Follower? Ja, war klein, 70er oder so. Ich hatte gerade einen Hecht, der Mist und wohl mitgekommen ist. Ich habe ihn gerade an der Oberfläche abgedreht. Das war aber so die Größe, die wir heute Morgen schon gefangen haben. Ich denke nicht, dass das ein Upgrade gewesen wäre. Aber es gibt schon mal ein gutes Gefühl für die Stelle. Und vielleicht kommt noch der große Bruder oder die große Schwester vorbei. Oder die Oma. Henry, you think at some point we should watch on the behind the island again if there's fish on? Or no? For pike, you mean? Or for perch? Oh, there. I don't know. I don't know. It's a hard decision because we need to go that direction or go back. But most of the time when it's not good in the morning, it's also bad in the afternoon. At least that's my experience. Okay, then we skip that one, but we should stop at the pole again. Yeah, I would not do it like from 3 to 4, but a little bit earlier. Yeah. Like 2 o'clock, 2:30. Because when you find something, then you can fish it afterwards. Yeah. Das gehabt? Ja, aber so vorsichtig. Shit, das war jetzt der erste gute Einschlag. Ja, voll verdreht die Maus. Boah, ja, einmal rum. Boah, no, ärgerlich. Ja, diese auffällige Farbe, die ist echt bombastisch in dem Wasser. Richtig sauber. Boah. Bei so Ködern hat man immer die Hoffnung, dass es ein guter ist. Der kam sehr, sehr nah am Boot, Tim. Ja? Ja. Okay. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Aber andererseits, ich rede mir immer bei Fehlbissen ein, dann war es kein großer, weil der hat nicht reinbekommen. Eigentlich der 1,24 letztes Jahr im YPC-Boot zeigt genau das Gegenteil. Weil ich hatte vorher letztes Jahr einen Fehlbiss genau an der Stelle, habe im Chatterbait nochmal hinterhergeworfen, da kam der 1,24er. Also, es war aber ein guter Einschlag. Den nächsten kriegst du einfach ein gutes. At least we have a bonus fish. Leider fehlt hier die Messaufnahme, deshalb gebe ich's euch so durch. Reins fängt einen 70er Hecht. Zeitgleich scheint bei Bullseye ein besserer eingestiegen zu sein. Oder? Ah ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nicht. Yes, Tim. Wir haben uns gerade nur über Anschläge und Drillen von Hechten unterhalten. Bleibt unten auf jeden Fall. Das ist gut. Soll ich mal ankern? Ja, Kopf. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist ein Upgrade. Das ist ein 80er. Der hängt ziemlich. Yes, da ist er. Der hat 80. Vamos! Ja. Alter, sind wir hier eigentlich bei den Hottentotten? Jetzt setzen sich da Leute bei uns direkt in den Drift rein. Freunde, die sind eine Moi Snook. Das ist schön, ey. Kriegt man ihn sogar auf halb? Das ist der 91. Liegt vorne an, ne? Solche Fische wollen wir sehen. Allerdings ist das auch genau die Größe, die Paul angesichts der aktuellen Bilanz ins Grübeln bringt. Der Hecht tut sehr, sehr gut insgesamt, muss man sagen. Und jetzt noch so ein Zander für die Full Cut wäre lecker. Deswegen ist jetzt wieder die Frage, angelt man jetzt überhaupt weiter auf Hecht? Weil wir haben jetzt ja schon gut Hechte drin, aber einer in der Größe wäre noch ganz schön. Wahrscheinlich, ja. Ja, wir haben jetzt 3 Stunden Zeit. Dieser Fisch war unfassbar wichtig, ja. Alter. Unfassbar wichtig. Ja, 3 Stunden hätten wir, Tim, wenn das Fluorocarbon gehalten hätte. Ja, grob 2, 3/4. Ja. Oder 3/4 vor, oder wie würdest du das sagen? Ja, ihr Ossis, Alter, habt eine ganz spezielle Rechnung. 12, 3/4, keine Ahnung. Schreibt mal in die Kommentare, ob es 3/4 heißt oder 1/4 vor. Junge, das wird so viele Kommentare geben. Aber sagst du eigentlich, ich esse jetzt einen 3/4 Kuchen oder sagst du eher, ich esse jetzt einen 1/4? Ich habe schon so oft mit Ossis darüber diskutiert, dass immer, auch das kommt häufig vor. Natürlich. Aber ganz ehrlich, ist doch auch vollkommen egal. Merkt ihr, wie die Stimmung ja gut ist am Bruder? Einmal so ein 90er Hecht, Junge, Bingo Banga, ja, da... Da läuft's, aber geil. Das ist echt schön. Boah, es tut vor allem richtig gut. Ja. Nach den letzten Tagen, es war so schlechtes Wetter. Wir haben echt auf den anderen Gewässern nur so moderat gut gefangen und das tut sehr, sehr gut jetzt. Tim, ich habe noch ein Quiz für dich.
Ja. Wer bin ich? Oi, 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 oi. Schade, dass Stefan Liese nicht dabei ist. Ja. Aber ich glaube, mit Lex haben die einen sehr adäquaten Ersatz gefunden. Ja, das stimmt. Das ist zwischen Lex und Ebert zusammen. Aber liebe Grüße an Trumstedt an der Stelle. Ja. Und ihr könnt gerne mal vorbeischauen, was Lex und Ebert denn so treiben. En als het niet lukt, dan zwaai je maar. We houden jullie wel even in de gaten. Oh, kutboot. Huh? Oh, kutboot. They said they are fine, so they didn't need help. They said we need to learn it ourselves. So we go back now, but we keep a close eye on them. Yeah, it can be dangerous. The water is cold if you are in too long. So. Hattest du auch einen Biss? Da die lange Kescher hier. Er hängt fest. Ich hab... Der hat Maß. Okay. Der hat auf jeden Fall Maß. 45. Schön. So, los, einen machen wir noch. Jetzt sind sie gerade da. 45, der darf mit. Plupp. Jetzt hat es endlich geklappt mit dem Zander. Ja, zum Glück. Auf den Cuba Libre hat er gebissen. Also wieder ein richtiger Junkie. Nein, ich freue mich natürlich, wenn so die Folge anfängt und wir ein bisschen Fisch fangen. Als nächstes geht es jetzt aber an die, weil wir haben jetzt unsere 3 Zander erstmal. Jetzt wollen wir gleich an die Barschkante bzw. ein bisschen Hechtangeln daneben bei, weil die stehen gerade in den Barschschwärmen auch mit drin. Das haben wir schon ein paar Mal jetzt an den Schwärmen gesehen. Und da wollen wir mal gucken, was da passiert. Fisch. Ist das besser oder auch kein Riese. Kleinste war 24 oder 5. Ja, bestimmt. Ja, nicht so rum. 26, hatte 26. Mach's gut, kleiner. Small one again. Jesus. Was lifting up my lure and I took it. They are here. I'm fishing with the Pigtail Junior now. I just had a bite close to the boat. But I think it got spooked by the boat. Lifted up my rod and wanted to take out the lure and then the pike came. Really nice lure. Like looks a bit like an eel. Sometimes they really want that. So just keep on casting. Fisch. Bisschen besser. Der ist besser. Naja, ein 30er. Jawohl. Ein bisschen besser ist er. Besser ist er. Ein bisschen besser ist er. Das safe vielleicht nicht, aber hat er. 30er Barsch. Jig Spinner. Turbo Louis. Und ciao. So ihr Lieben, ich wollte euch noch mal was zum Turbo Louis sagen. Und zwar ist der wirklich speziell ausgebleit. Das Blatt ist extra angepasst an das Gewicht von jedem Körper und somit hat jedes Blatt ein anderes Gewicht und dadurch ist dieser stabile Lauf oder kommt dieser stabile Lauf einfach zustande. Und ihr seht, der Turbo Louis fängt auf jeden Fall den ein oder anderen Barsch und Hecht auch schon. Also ein richtig geiler Köder und damit fangen wir gleich noch ein. Wichtig übrigens noch eine Sache, wenn ihr mit so einem Turbo Louis angelt, immer eine Stahl- oder eine Titanspitze davor. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn ihr hier in den Gewässern in Holland seid oder wo auch immer. Hechte sind überall da und die wollen wir auf jeden Fall nicht verangeln. Letzter Wurf. Oh, Fisch! Das gibt's doch gar nicht. Diese Frau ist doch verrückt, oder? Komm, 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 komm. Ja, der Raum. Das ist Barsch. Komm schnell, ein Kescher ihn, Robin, Kescher ihn. Muss ich mal einen Kescher? Ich hab das hier, den Stuhl am Arsch. Ich kam nicht nach hinten. Gibt's doch gar nicht. Diese Frau hat so viel Pfeffer in der Gusche. Ich hab doch gesagt, bleib noch kurz. Ich hatte einen Biss. Oh.
Die aggressivste Farbe, die wir im Sortiment haben, und das mit einem 30 Gramm Kopf. Hättest du nie gefischt, ne, Big Matze? Wenn sie keinen Bock haben. Ne? Ja. Was haben wir? Wenn ich so mache, ist er über die 5. Also 33 würde ich sagen. Hey, hey, mein Freund, das ist aber noch Feuer. 33er Barsch. 30 Gramm Kopf? Dagegen wirkt ja sogar Sascha Todenhausens berüchtigtes Hümmelsche geradezu federgewichtig. Wenn jetzt noch ein Hecht beißt, wäre Gräf zumindest artenübergreifend breit aufgestellt. Bei Bullseye hat man sich inzwischen doch zum Aufbruch entschieden. Ziel erreicht, ein 90er Hecht, und jetzt werden wir noch mal rumcranken und dabei hoffen wir uns Hecht und Barsch. Alles, was zappelt. Wenn wir jetzt mal rüberfahren und hoffentlich geht da noch was. Und dann werden wir sehen, ob wir noch ein bisschen rumzaubern und rumslippen oder was wir noch machen. Oh, die Barsch müssen wir morgen noch mal Ideen über Ideen. Im besten Fall eigentlich brauchen wir noch einen größeren Barsch. Tendenziell 2 größere Barsche und noch einen Hecht. Wobei ich für Barsch aber für den River ein besseres Gefühl habe. Wir haben jetzt einen neuen Spot angefahren. Das Krautplateau hat jetzt nicht funktioniert. Das war ein riesengroßes Plateau, da haben wir, glaube ich, 3, 4 Driften gemacht. Kam leider kein Kontakt. Jetzt haben wir die nächste Kante uns rausgesucht, wo noch mal ein bisschen Kraut ist. Hier hat man ein bisschen Steinpackung noch mit dabei. Und wir sind immer noch dabei, den Hecht zu kriegen, den zweiten. Also dranbleiben, Leute. Wir würdigen den YPC-Fansieg von LMAB Zugpferd Johannes Gasser und Nachwuchshoffnung Naira mit einer Champions Week im Hecht und Barsch Online-Shop. Vom 22. Februar bis 2. März gibt es satte 26% auf alle Produkte, die den beiden zum Erfolg verholfen haben. Also unter anderem alle Rodfather-Routen, alle Perch-Chats und alle Bleak-Chats. Zusätzlich gibt es für alle Kunden, die für mindestens 50 € beliebige LMAB-Artikel kaufen, automatisch einen Drunk Shooter gratis on top. Nicht nur hervorragend zum Vertikalangeln vom Boot, man kann ihn am Jigkopf geriggt auch sehr, sehr gut auf Hecht und Zander jiggen. Viel Spaß beim Shoppen und dicke Fische! Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler. Aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Renji-Rumpf, nur ein Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super in Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die Finnwall 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, Führerschein frei. Eins meiner liebsten Modelle. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finnwall B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finnwall 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen. Okay. Back in the Fox Rage boat, struggling big time here to catch a few fish. Yesterday I said, so either we're gonna be Team Fox or Team Rage. Yeah. Now it's kind of Team Rage. Yeah, it's not easy, but we need to keep on going and
there will be a time that they start feeding and that we come on the right spot, do the right thing. But it's not easy. No. And we still have some hours to go. We still have the power hour that can change a lot. Yeah. So the only thing what we can do is just keep on going. Yeah. And let's see. Hopefully we set a few extra fish on the card. Yeah. Every cast can change everything. Yeah, so, it can. So. Ne? Also jeder Wurf kann alles verändern. Let's go. Maastricht. So, dann haben wir unseren Zusatzfisch, alles gut. Super. 45. Der Falke darf wieder rein. Schön bockig sieht er aus. Ja. Ne? So. Jetzt sind wir an einer schönen Kante, wo die Barsche so ein bisschen oben drüber schießen. Weil wir haben viele einzelne Schwärme gesehen, so auf 4-5 Meter Wassertiefe. Und hier haben wir es jetzt so 4-5 Meter. Und da kommen die Fische dann relativ zügig drüber. Und mit dran gelagert sind die großen Hechte. Und wenn wir da ein bisschen Glück noch heute haben, sehen wir vielleicht noch mal einen großen Hecht. Weil den erhoffen wir uns hier zwischen den Barschschwärmen. Weil die Barsche sind in der Regel hier nicht ganz so groß, aber dafür die Hechte. Everybody is catching really small fish like small zander, small perch. 191 pike. How big? 91. All right. 91. Fish. Perch. Yes! Boom! Oh, finally! Oh, that's a good bird. Oh, Leute. 45, ja? Approved. Hier ist ein halb. Hier ist ein halb, 45. Leute, 45er Perch. So lange hat es gedauert. So viel Geduld. Aber jetzt hat es geklappt. Guckt euch diese Knallerhandvoll Barsch an, Alter. Wahnsinn. Dafür let it rain. Lass ich's regnen, Mann. What a pain. Leichte Übersprungshandlung, verständlich, nachdem sich beim Vierhautvertreter doch etwas Druck aufgebaut hatte. Fox macht Boden gut, Bullseye hofft nach dem Spotwechsel auf vergleichbare Kaliber. Wir sind auf einem Crankbait-Spot, wie wir gerade eben angekündigt haben, auf alles was zappelt. Ich denke hauptsächlich Barsche und Hechte, aber hoffentlich auch ein bisschen Frequenz und dazwischendurch kommen ein paar bessere. Vielleicht, wenn wir gut Barsche bekommen, krebsen wir noch mal rüber. Ich glaube, wir cranken erstmal beide. Und das wäre die erste. So, kannst du schon mal geben, bitte? Und du willst die Access fischen, oder? Die leichtere, oder? Ja. I took the big one. I was not sure that was close to me. So. $33.5. There it is. Fisch. Dicker Barsch, oder? Ja, ich glaube, es ist ein guter Barsch. Ist schon dran? Yes. Das war einfach der erste Wurf direkt. Nee, zweiter. Ja, der ist ein bisschen besser, der Fisch. Also so müsste ein Barsch-Upgrade sein. Mhm. Ja, macht das Spaß. Klasse. Der Feuerteacher. Der Feuertiger. Wir haben gerade diskutiert. Ja. Tim wollte mich um so eine andere Farbe überreden. Ich habe gesagt, nee, der Feuertiger kommt ran. Fisch mal weiter, Tim. Ich habe hier ein ganz gutes Gefühl tatsächlich. So. Den werdet ihr heute noch ein paar Mal im Einsatz sehen, denke ich. Okay, da kümmere ich mich gleich drum. Erstmal der Fisch. Tim, hast du gerade einen Fuß drauf? Ich bereite die Mat mal vor. Oh, dicker Fisch, dicker Hecht. Dicker Hecht. Dicker Hecht. Ich versorge den Barsch schnell. Was? Hau ihn schnell aufs... Ja, kann mal. Nein, ich glaube, ich brauche einen Kescher.
Wenn nicht, dann lass den drin. Ich lasse einen Fuß hier drauf. Okay. Boah, der Kameramann steht schon bereit, breitbeinig auf dem Vordeck. Also so riesig ist er nicht, aber ist auf jeden Fall ein guter Hecht. Puh, Double Hookup T-Bullseye, Alter. Was ist denn los hier? Hol mal ran den Löwen. Die Jig and Chat. Oh, ist einfach so eine geile Rute. Oh, ich glaube, der ist besser. Oh ja. Oh ja, oh, das sind gute Schläge. Oh, Tim, ja, bitte. Get him in the boat. Das ist ein 80er. Der wäre größer. Auf jeden Fall ist es ein Doppeldrill für uns. Ich hoffe, du kriegst den, Tim. Fuß bleibt bitte drauf, ne, beim Barsch. Oh, yes! Da sind wir da. Das war mein zweiter Wurf, dein erster Wurf, ne? Oh, nice. Deswegen haben wir zwei Kescher mit. Du wolltest nur einen Kescher mitnehmen. Netz haben wir schon vorbereitet. Der kommt drauf. Ich denke, es ist ein Upgrade. Yep, 34. Hier ist der Fisch, Leute. Sehr, sehr nice. So, da ist der Hecht. Hat wirklich richtig, aber wahrscheinlich, weil wir so viel Wind haben und Gegenströmung. Ja. Und? Was ist das dann? 87? 86,5? Da sind wir. Barsch und Hechte vereint. Arm in Arm auf demselben Spot. Sehr, sehr geil. Die Jungs gehen rein. Wunderschönen Tag euch. Bis zum Finale vielleicht. Der Barsch ist weg. Das ist noch Mr. Heiko Hecht. Weg. Yes, baby. Team Bullseye on fire. Geil, ey. Oh Mann. Hier rüberfahren, noch ein Hecht-Upgrade, genau, das war das Ziel. Mit dem Feuer-T-Shirt. Mit dem Feuer-T-Shirt. Haben wir ihn dann weggeblitzt. Gut drauf, die Jungs. Bei den Hechten liegen Tim und Paul jetzt bei gut 85 Zählern pro Fisch. Barsche sind vorhanden, ein Zander in Reserve. Zusammengenommen sieht das richtig ordentlich aus. Für andere Teams dagegen tickt die Uhr allmählich schneller. Wir fahren jetzt da noch einmal vorm Hafen vor, Schatz. Ja, genau. Wenn wir da aber keinen Fisch sehen, fahren wir sofort weiter. Ja. Dann stellen wir uns vorm Hafeneingang dann noch mal auf Zander kurz. Auf Zander, ja. Vielleicht kriegen wir einen großen. Ja. Und die letzte Zeit müssen wir hoch zur Insel, dann bitte. Ja. So, dann zügig. Ich bin fertig. Ich warte, bis du die Dinger hochmachst. Fish. Oh, big fish. Big fish. I'm not sure. Don't think so. It's so strange. This is a heavy and big. Don't want to put too much tension on it. Take out the rod. I hope it's hooked properly, and I hope we're gonna get it. It's so strange, man. This is a really heavy fish. Ich sag euch, Déjà-vu. Déjà-vu, Leute, guckt's euch an. Guckt's euch an. Es ist so bitter. Wahnsinns-Zander. Den hätten wir gut gebrauchen können. Aber
leider mal wieder quer gehakt. So Leute, natürlich kommt er auch zurück. Richtig schöner Zander. Bestimmt ein knapp 70er. Es ist so bitter. Ich habe es mir schon fast gedacht. So, jetzt hoffen wir, dass der nicht zu viel Krawall gemacht hat da unten. Und dann können wir eventuell noch was fangen. Ansonsten das ist echt bitter, Mann. Ja. Den hat auch zerstört. Yeah! This is what we need! That's a good one. We just said on the other spot it can change quickly Yeah. on one spot, Yeah. and now it does. The Zander, okay, it is what it is. But I was scared that the Zander did too much action here around, yeah. you know. But there. And there are more. There are There more. are more. Yeah, we need a. We third need one. one more. Yeah. Go and grab your fish, man. Oh, that's a decent one. Look, an ugly old one. Good job, But buddy. long. Good job. Finally. There we go. Again on the Striking Pro Series crankbait. Look. Oh, this is good. Finally a decent fish for me then. Let's see how long it is. Oh, that's a good one. It's 48. 48. There she goes. Oh, and it's even better when you catch a few good fish when you struggled for hours. That's the best. And we had already the big perch of Enrico and now this one in a short period of time, and it seems might be also a big Zander here or can be a big pike. So let's keep doing this for till the third perch at least. We will, my friend. We will. This keep is doing good. We needed this. We needed this. So nah liegen Leid und Freud selten beieinander. Fox hat damit nun das zweitbeste Marschergebnis mit sattem Puffer nach unten. Und wir haben ja gesehen, größere Zander sind ebenfalls am Platz. Bei Lure Drop ist seit gut einer Stunde absolut nichts los. Ja, los. Wir müssen die Hechte noch ein bisschen upgraden. Genau. Das ist auf jeden Fall der erste Plan. Dass wir nochmal irgendwie so ein End-80er, 90er Hecht in die Wertung reinkriegen. Denn mit dem 69er, glaube ich, wird es eng. Bei den Fischen, die jetzt schon kamen, Ja. da brauchen wir auf jeden Fall größere Fische. Und wenn wir den Hecht fangen sollten oder wenn wir den gefangen haben, gucken wir Power Hour, die Zander verbessern. Richtig. Und dann eventuell vielleicht auch nochmal auf 2, 3 Jig-Spots danach fahren und da noch einen großen Zander abholen. Erstmal um den Hecht kümmern. Erstmal der Hecht. Eins nach dem anderen. So sieht's aus. Gut. Also wir fahren jetzt vor die Insel gleich. Mhm. Da machen wir uns Cranks ran, Power Hour. Ja. Okay? Ja, ob wir die komplett nutzen, müssen wir ja nicht. Nee. Ne? Ich hatte Biss. Hast du einen Biss? Ja, Oh, wieder. Oh. das war ein Biss. Aber nicht dran, nicht mal gemerkt, Schatz. Aber es war ein Hecht, ne? Nee, das war irgendwas anderes. Vielleicht Barsch. Hast du gesehen, ja? Ja, ich habe das gesehen. Ich sag dir, ich habe so viele Bisse und irgendwie, weißt du, sonst stehst du da, fängst einen Fisch nach dem anderen, dass es schon ekelhaft ist. Und heute... Ja, dass ich dich immer sehr liebe, wenn du so viel fängst und ich nicht. Aber war ein schöner Biss gerade. Ich der habe es letzte. gesehen, ja. Yeah. Good one? Yeah. I see. Better one. Good job, bro. That's an improvement. A little bit better.
Yes. Easy in the boat. Nice, man. Feels good. Look at the bait. Fat rock vibe. Did it again. You know what? I'm more confident with the white belly. Yeah. Let's stick in this one. Yeah, of course. What says? That's 68, right? 86 again. 86. Yeah. Sorry. Are you good? Fourth pike. Really nice. Good improvement. Good job, my friend. Yeah. Nice. You can swim again. All right. Nice. Some bike shit everywhere. Yeah. I like it. We have something to clean it? My hands. Green shit. They're eating small pikes. Hab ich dich? Nee. Nee, ich hab Fisch. Kescher? Oder Kescher ist allein? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ob das. Nee, ist Kraut. Ich glaube, es ist Kraut. Oder Mini-Barsch. Das ist der kleinste Zander, der jemals im YPC-Boot gefangen wurde. Oh Gott, Finger sind nass. Oh Gottchen, der darf ganz schnell wieder rein. Der Süße. Ja, den holen wir uns in 2-3 Jahren, wenn er größer ist. Fisch. Rich? Yeah. It's not that big, but it's maybe 40. Not even. Never. Ja, schade. Also wunderschöner Fisch, 32,5, aber leider zu klein. We still have the power hour, Evert. Hey. Yeah, but what will you do in the power hour? Trolling. Trolling. I'd rather shoot myself in the head. So you do one more move? Yeah. Because yeah, we can do a second drift, but I don't think we're gonna take one in another drift. I had a follower and a bite, but yeah, but two mini. Yeah, tiny pikes. Ja, wie ihr seht, haben wir schon wieder den Platz gewechselt, also einen Spotwechsel gemacht. Wir flügen jetzt hier gerade jedes Krautfeld durch, um einfach mal den Hecht zu finden. Wir fischen immer so zwischen 1,50, 2 Meter, suchen uns das Kraut und driften das jetzt hier ab komplett. Ja, die letzten beiden Krautfelder waren jetzt nicht erfolgreich gewesen. Jetzt haben wir das nächste Krautfeld und das ackern wir jetzt so durch. Und zum Schluss gehen wir noch mal an das Krautfeld, wo wir den 1,13 Meter gefangen haben. Wenn es dann noch nicht geklappt hat, ja, dann müssen wir den Fisch im Fluss fangen. We can do two things in my mind, or we go to the other side here where we started in the morning. Yeah, and do there another for drift. 30 minutes. Yeah. And then spend the power hour. Yeah. Or we go the power hour there and spend after the power hour some time. But I think that's better for casting on the other side here. So 30 minutes here and then power hour at the end. It's the wind side. It should be. Be maybe there's some action and bait fishing. You can also start the power hour there. Yeah. What time do you want to start the power hour? I was thinking about soon. Yeah? Yeah. All right. Then we're gonna do that. Yeah, because if we catch soon one really big pike, then we can maybe focus on some perch. Yeah. Starting throwing cranks and stuff. Wir machen jetzt eine Power Hour, ob wir eine komplette Stunde machen, das wissen wir noch nicht, Genau. aber wir wollen mal ein bisschen Struktur mit Cranks abfächern und das relativ zügig, damit wir mal gucken, ob da ein paar Barsche dran stehen. Und da wir kein Livescope und gar nicht so eine Technik fischen, eigentlich sind wir die absoluten Werfer, versuchen wir es jetzt trotzdem aber mit ein bisschen Schleppen. Mal gucken.
Fisch. Alter, geil. Knapp. Warte, so schnell bin ich nicht. Yes! Das ist er. Kleiner, aber unser. Ist egal erstmal. Der war erstmal wichtig. Jetzt haben wir immer noch Zeit zum Upgraden. Ja. Oh. Ey, meine Freundin hat gerade noch geschrieben, dranbleiben, Leute. Und ich hab gerade in meinen Kopf, bitte lass du einfach ihn beißen. Alter, geil, ey. Oh ja, doch. Ist doch gut. 76. Und man sieht, auch die kleineren Hechte nehmen sich so einen riesen Köder. Schnell wieder zurück, der will auch, das lädt sich schon auf. Dann lässt man lieber gehen, bevor man ihn in den Chiembaum oder so damit zerruppt. Oder die ganzen Hände aufreißt. Siehe Paula. Ja. Ja, mal wieder. Nee, schön. Freuen wir uns. Geil, gell? Mann, Ofzi. Ja. Am Nachmittag hat's fast 2,5 Stunden gedauert. Jetzt endlich der erlösende Hecht für Finnwal. Kein Riese, aber ausreichend. Und gefangen auf einen Köder, den euch wohl lieber Lex und Evert präsentiert hätten. Ja, also der kleine Hecht, der kam jetzt auf so ein Apparillo. Einfach flach übers Kraut geführt. Langsam. Und dann kam er vor dem Boot. Der hat sich gnädig mit uns gezeigt, zum Glück. Auf jeden Fall. Geil. Sehr gut. Gucken, ob noch ein größerer kommt. Ey, jetzt können wir noch gucken, ob wir die Hechte irgendwie upgraded bekommen. So now we choose to start our power hour. So we're gonna be looking for some pike around this harbor entrance. And we're gonna check, it's not a deep place, but maybe we can make some more accurate cast on some pike swimming around. So we're gonna try this right now. Die Uhr tickt, das Design steht. So wird der Adventskalender 2026 aussehen. Und nur noch wenige Tage gibt es für Frühbesteller ein 25. Produkt gratis on top. Im letzten Jahr war das ein richtig edler Swimmate, nämlich der Real Vibe in der Farbe Snowberry im Wert von fast 30 €. Die Leute sind ausgerastet. Die Frühbesteller konnten ihr Glück kaum fassen, aber es gab auch viele neidische Gesichter. Vielen war dieser krasse Bonus leider durch die Lappen gegangen. Also mach keinen Fehler und sichere dir auf jeden Fall dein zweites Heiligabend-Highlight im Wert von über 20 €. Nur noch bis 28. Februar und natürlich nur auf hechtundbarsch.de. Die Route X1 wurde für Angler entwickelt, die Wert auf Leistung und Zuverlässigkeit legen. Der schnelle, leichte und sensible Blank aus IM24 T-Carbon arbeitet kompromisslos. Die Ausstattung mit SIC-Ringen und einem klassischen IPS-Rollenhalter macht die X1 zur Wahl für diejenigen, die bei jedem Wurf mehr erreichen wollen. Hallo Leute, ich bin's der Marc und ich präsentiere euch heute die neuen Batterien von SH Lithium. Die Batterien sind in einem Koffer, der komplett wasserdicht ist. Das heißt, die Batterie ist perfekt geschützt, es kommt absolut kein Wasser dran. Ihr habt natürlich ein Display, was euch verschiedene Sachen anzeigen kann, aber das richtig Coole an der Batterie ist dieses Datenkabel hier. Ihr könnt dieses Datenkabel direkt mit euren Echoloten verbinden, egal was für eine Echolotmarke ihr habt, und könnt alle Daten von der Batterien auf euer Echolot ziehen und müsst so nie wieder irgendwie die Klappe öffnen. Könnt alles über das Echolot euch anschauen. Wir haben jetzt gerade besprochen, dass wir es doch nicht pelagisch auf Zander versuchen, sondern für uns ist das Wichtigste jetzt erstmal noch einen großen Hecht nachzulegen. Und dazu gehen wir jetzt auch tatsächlich einmal Hecht angeln, also vernünftig nochmal eine Drift eine halbe Stunde machen und dann haben wir noch eine Stunde Zeit, unsere Power Hour zu nehmen. Und je nachdem, was wir dann in einer halben Stunde gefangen haben, sollten wir einen Hecht haben, können wir immer noch auf Zander pelagisch angeln. Oder aber dann nochmal trollen, also schleppen, große Crankbaits irgendwie und in der Hoffnung, dann da vielleicht nochmal einen Ü40er Barsch zu fangen. Oder halt auch nochmal einen großen Hecht als Beifang. Also das geht halt alles. Crankbaits fangen gerade im September sehr, sehr große Fische überall. Und das werden wir jetzt machen. Also erstmal Hechtangeln, so richtiges Hechtangeln mit Werfen auf einer schönen Windkante, wo wir heute Morgen auch gestartet sind, nicht heute Abend, gestern Abend haben wir da auch geangelt.
und dann Power Hour. Aber was das genau wird dann mit der Power Hour, wissen wir noch nicht. Fish? Yeah, it's a good one. Wait. Yeah, wait. He's really good at it. Yes, man. Get in the boat. You have it? Yes, man. Maybe it's the one you missed. Yeah. I was dragging it slowly at the bottom. Feels good now. Yes, feels man. Good. That's a good one. That's an improvement. Right. Fat Rock Vibe, native eel is the deal today for us. Nice, man. So 91. Good job, man. Good job. Yeah, I just got this fish with the Fat Rock Vibe with 15 grams. Yeah. Todd was doing the power hour and was targeting fish on the scanner. And I was like slowly retrieving the lure in the bottom, and this bit just hit it like, oh! Yeah, nice, man, nice. Yes! Time for the meter, bro. Yes, nice, man. Feels good. Feels really good. I want to eat him too. Allmählich zahlt sich die Reise ans Veluwe-Meer doch noch aus, zumindest für Rains. Gut 90 Minuten vor Schluss haben Todd und Sylvain die beste Hechtpunktzahl im Rücken. Aber wir erinnern uns, auch ein anderes Team scheint kürzlich ein produktives Krautfeld gefunden zu haben. Fisch. Oh ja, das ist ein Dicker. Alter, das ist ein Dicker. Ach du Scheiße. Alter. Yeah, Baby! Geil, Digga! Oh. Alter, was Mann, für ein Tag! Was für ein Tag! Das ist der nächste Meterhecht. Das ist der nächste Meterhecht, Alter. Ey, yes. Digga! Alter! Ich kann's ja auch einfach nicht mehr. Alter! Auf ein paar Schmiss mal, wa? Ey, einfach mal auf ein paar Schmiss hier mal angehalten. Oh, Leute. Geil. Oh. Ja. Ist das ein Kamel, Alter? Geil. Packen wir das mal gleich ruf. Ja. Oh, da ist der Meter. Meter 3. Guck mal, der ist krumm. Ja. Meter 4,5. Hier, nimm das mal auf. Unten, Meter 5. Meter 5 Pike. Digga. Super toll. Was für ein Teil. So, Meter 5. Wir sind glücklich wie Sau. Kann man sich nicht vorstellen. Und die lassen wir natürlich jetzt zurück, die Dame. Die ist auch ziemlich gallig gewesen eben noch. Da haut sie ab. Bäm, Alter. Oh, ist das ein Tag? Wir haben noch eine Glücksschuppe gefunden und die muss Pike Pole unterm Auge tragen. Das ist wie eine Knastträne. Das ist echt so. Komm ich weg, geil. Jawohl. Ah, ist das ein Tag. Super, Leute. So muss es sein. Ach, diese beiden. Klar, wir sind früh im Turnier, gemessen am Resultat der anderen Teams, spricht jetzt aber sehr viel dafür, dass Paulo und Philipp, sollten sie an Tag 2 die Karte voll machen, auch das Finale erreichen. Bärenstarke Leistung der Brandenburger. Von der Konkurrenz gibt's den Daumen hoch. Paule Hecht 1,5 Meter, mega geil. Das ist auf jeden Fall ein dickes Petri-Wert. Die Jungs kennen sich aus hier, die machen das genau richtig, das muss man einfach so sagen. Und ja, wir hatten gestern auch ganz viel Glück gewünscht und das haben sie heute. Und jetzt bei uns auch gleich, komm. Ja. Leute, wir schleppen So, Fische. wir unterbrechen die jetzt. Und Ja, die Power unterbrechen genau. wir, oder? Ja. Ist einfach nicht so ganz unser... Nee. Und dann Ich werde geht's auch schon weiter. zibbelig hier, ich muss mal wieder werfen.
Wir spielen weiter mit dem Gedanken, noch aufs HD umzuslippen, um die Fullcard zu machen für die Zander. Weil hier Jiggen habe ich nicht so ein gutes Gefühl. Anni und Happy haben ein paar Zander gefangen, aber es sind heute keine großen Zander im Vollcard rausgekommen bis jetzt. Schwierig, aber die auf dem HD, es ist gerade, glaube ich, ganz gute Tide. Ich muss noch mal checken. Ich meine, aber ich hätte geguckt, es ist ablaufend aktuell. Da könnte man die Zander kriegen. Wir würden dann Power Houren. Ich glaube, wenn wir hier bleiben würden, würden wir das ohne Power Hour machen, einfach noch cranken. Weil jetzt wieder muss man abwägen. Power Houren wäre wahrscheinlich sehr effektiv, aber ich sage, das Cranken macht so unfassbar Spaß im Moment. Das ist, das ist ein bisschen die Überlegung. Aber ich setze noch mal ein Stück runter. Ja, ich bin auch da. Aber wir müssten halt durch die ungünstige Zeitstrafe müssten wir jetzt schon relativ bald los. Eigentlich in 5 bis 10 Minuten. Schwierig. Fragen über Fragen. Schreibt in die Kommentare, was würdet ihr machen? Unbedingt. Das ist immer wichtig, so Call to Actions, ne? Ja, Call to Actions. Aber dann schreibt doch bitte wirklich noch was Call rein. to Actions. Was würdet ihr machen, wenn ihr wir wärt? Ja? Fisch. Echt? Nee, ein Barsch. Schöner Barsch. Ach du Scheiße. Ein Riesenzander. Petri! Junge! Ah, den brauchen wir, glaube ich, nicht zu messen. Den brauchen wir nicht messen. Lassen wir wieder Der Kleine, der darf natürlich sofort wieder schwimmen. Und tschüss. Schade. Leute, wir machen es. Wir slippen um aufs HD. Das ist ein bisschen risky. Ich check mal gerade, wie weit wir fahren. So eine Zeitstrafe ist tatsächlich ganz ungünstig für so eine Planung. 16 Minuten fahren wir darüber. Das heißt, wenn wir hier... Los. Okay. Jetzt wird's stressig. Herr Kameramann, bitte hinsetzen. Fisch? Weiß ich, ja, Fisch. Also ein kleiner Zander wahrscheinlich, ja. Groß wird ja nicht sein. Komm, lass. Ein kleiner Zetti, der natürlich sofort wieder rein darf. Und wenn der da ist und sofort beißt vielleicht auch noch ein anderer. Fisch. So, der nächste Zetti, glaube ich, oder? Der ruppelt da rum wie ein Barsch, aber es ist wahrscheinlich wieder ein Zetti. Oh ja. Ach komm, ich nehme den so. Könnte trotzdem irgendwie aktuell noch helfen, oder? 48. Ja. Zack. Durchleiern. Oh. Der kam beim Durchleiern. Was ist denn das? Das ist ein... Beim Durchleiern kam der. Junge! Sauber. Also, die Farbe geht. Der kam jetzt einfach beim Durchleiern, gar nicht beim Jiggen, sondern ich habe den Köder auf Grund absinken lassen und einfach durchgeleiert. Und dann kam der nächste Zander. Ist schon gut. 59. Nee. 59. Sauber, Marcel, sauber. Schöner Fisch. Schöner. Und der geht auch wieder schwimmen. Danke, mein Freund. 59. Na komm. Gut. Junge, also. Unverhofft, aber doch einer der besseren Zander heute. Apropos, das Bullseye-Boot liegt wieder im Wasser. Tim und Paul bleibt eine Dreiviertelstunde für mindestens einen Zetti. Wir werden zum Spot fahren, Power Hour und unsere 15er Lamellis nochmal hoffentlich einen Zander direkt vors Maul werfen und dann geht's tack.
Und jetzt geht's run an die Snook Bars, hoffentlich. Glaubt ihr das nicht? Jawohl. Junge, sauber. Zweimal hat er drauf gepackt, ey. Ich hab's aber auch, so gespürt, dass es hier... 60 hat er. 60 auf dem Strich, 61. So kann man 61er. Jo. Ein 61er Zander. Mega schön. Die sehen einfach herrlich aus, oder Leute? So Zander, einfach klasse Fische. Kevin, geil. Den lassen wir zurück und dann kommt gleich der nächste. Jetzt geht's vorwärts. Lure Drop verbessert sich kleinschrittig, aber stetig. Nächster solider Zander, just die Kategorie, mit der Bullseye sich in der überschaubaren Restzeit gut arrangieren könnte. Wir bereiten jetzt mal entspannt alles vor. Hauen das Spekuliereisen mal ins Wasser, machen es noch nicht an, sondern erst um halb. Und dann schauen wir mal, dass wir noch einen großen Zander bekommen. Das wäre echt noch schön, muss nicht mal groß sein, glaube ich. Uns würde irgendwie eigentlich nur die Full Card, das wäre wichtig. Dafür brauchen wir noch einen Zander, das wäre Optimum. Wenn wir dann vielleicht noch einen großen kriegen, wäre das umso besser. Aber wichtigste ist Full Card bekommen. Tide ist, glaube ich, ganz gut. Wir haben jetzt gerade Anfang ablaufen, kurz nach High Tide. Ich habe gehört, dass Freddy immer sagt, dass das die beste Zeit zum Scopen ist. Schauen wir mal. Also Pela Drags ready machen, Spekuliereisen an und dann geht's los. What's the game plan for the last hour, Evert? Yeah, keep on casting. If we go with the boat, nothing happens. So, never give up. Just keep going. Team Fox Rage about to start the power hour, and yeah, the perch was good, but we still need to step up, so we need a power hour, I think. Yeah. We go trolling with crankbaits because we still need a bigger perch as well, so we have chance for both. And yeah, let's see what's happening, Enrico. Yeah? Yeah, let's see what happens. There's a lot of bait fish here. That's good. So, very positive. Also wir schleppen jetzt, starten die Power Hour gleich und ich mit einem etwas größeren, Henry mit einer Nummer kleiner, 5 XD und 6 XD. Der 6er geht dann tiefer. Weil wir brauchen, wie Henry schon gesagt hat, einen größeren Perch auf jeden Fall, der den 35er rausschmeißt und auch noch einen besseren Hecht. Let's go. Ich hole jetzt natürlich auch die Big Bait Route raus. Ein 76er Pike haben wir noch. Wir sehen jetzt keine Chance, jetzt noch irgendwie in der knappen Stunde irgendwie noch die Zander zu kriegen. Und für einen Riverdale müssen wir uns ja auch noch was lassen. Vielleicht ist die Hoffnung, dass wir nochmal den 76er Hecht upgraden. Und ich werde ein bisschen jerken. Er fischt weiter mit der Maus. Und dann haben wir 2 Montagen sozusagen, 2 Systeme. Und probieren nochmal einen dicken Hecht zu fangen. Wieder nur getickt, der tickt nur. Ist das ein Hecht oder was? Das ist der Beste, der hat getickt. Oh. Ja, nächste Fisch. Ah, der ist nicht groß. Und bei dem Fisch kann man natürlich wirklich wieder sehen, keine Angst vor größeren Ködern, Leute. Kein Problem für die Jungs. Also, der werft zurück. Boah, ich sehe ihn nicht. 2 Köder. Ein Stück runter noch? Ja. Oh. Ah, fuck. Wirklich? Ja. Der hat nur angetickt, der hing gar nicht richtig. Nochmal. Nee, der geht runter, ne? Oh. Jo. Oh, der kam sogar richtweitig hier vorne. Ja.
komplett inhaliert. Jawohl. Sauber. Ja, eine Nummer größer genommen, ne? 14 cm Fettluhi. Ja. Und schon hängen sie, ne? Schon hängen sie. Geil. Einfach noch ein bisschen Pressure hier in die Gruppe hier rein. Hopp. Jawohl. Nachdem ich jetzt umgestellt habe auf den 14 cm Fettluhi, weil der Marcel ja hier eine Nummer größer die ganze Zeit gefischt hat und das auch ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Und schockfarbig, ne? Habe ich auch hier den Source Snapper dran gemacht. Ja, und dann hat es nicht lange gedauert. Geil. Ja, angeln wir noch ein bisschen weiter, ne? Macht doch Spaß. Einfach so ein bisschen Spaß angeln, ne? So, die letzten 40 Minuten. Wir haben den Spot jetzt nochmal gewechselt. Hoffen jetzt nochmal auf Barsch und Hecht. Ja, 40 Minuten sportlich, aber machbar. Das ist schöner 60er Fisch, ne? Ja, Mann. Boah, der hängt auch so spitz und ist jetzt schon wieder ab, ey. Oh, ja. Du hast einen kleinen in der Hand, willst du ihn gleich präsentieren? Ja. Da gehe ich hier vor. Da ist der Fisch. Sehr, sehr nice. Schöner Fisch. Der wird so Mitte 60 sein, denke ich. Oh, der tut richtig, richtig gut. Das ist der für die Fullcard bei uns. Wir checken mal direkt, wie lang der ist. Der wird so 6,67 haben. Ha? 68. Oder? 67. Nee, ja, 68. Ja. Ey, das Umslippen hat sich auf jeden Fall noch richtig gelohnt. Ne? Zander lasse ich gerne so einen Kopf ein bisschen einmal plopp aufknallen, dann sind die wach und dann gehen sie weg. Yes! Fullcard, Mann! Fullcard, geil, ey. Fullcard am ersten Tag ist doch vielleicht ziehen wir absolut noch perfekt. einen, aber ey, wir sind im Soll, alles ja, cool, ja, Mann. sehe ich auch so. Eine vorbehaltliche Fullcard natürlich, aber dank der Fische in Reserve haben Paul und Tim bezüglich der Zielfischarten auf dem Fluss freie Hand. Entschuldigt übrigens den fehlenden Drill. Auch für die Technik war es ein langer Tag, der zumindest für Bullseye nun beendet ist. Es war ein unfassbar geiler Tag, Tim. Es hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu angeln. Ich hätte noch gern ein bisschen Crankbaits geworfen, glaube ich, aber es war trotzdem, wie du sagst, die richtige Entscheidung, nach hier hinzugehen. Well done. Leute, wir verabschieden uns früher. Schaut den anderen gerne noch beim Angeln zu. Wir werden in der WhatsApp-Gruppe verfolgen, ob da noch was kommt. Wie in der letzten Episode auch, liken, kommentieren, abonnieren und drückt uns die Daumen für den River Day. Wir gehen jetzt gleich, denke ich, sogar noch trainieren. Wir hatten jetzt ja früher Feierabend heute, da können wir gleich noch was angeln gehen. Ein Vorteil. Also, wir sehen uns in der nächsten Episode. Tim, es hat richtig Bock gemacht mit dir. Den Zander hast du richtig geil rausgezogen. Und bis in die nächste Episode, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wir sind am letzten Spot, wieder an dem Spot, wo wir den Meter 13 hatten. Probieren nochmal was rauszuholen. Und da wir bei YPC Boot sind, wollten wir euch nochmal sagen, dass wir mit dem neuen Modell von 5er hier unterwegs sind, mit der 45 Bass Angler und eigentlich beide schon verliebt sind. Wa? Das ist ein riesengeiles Modell. Also so viel Platz, so viel Casting-Deck. Ja. Wirklich der Hammer. Vielen Dank nochmal an B1, an Frankie. Vielen Dank auch an Honda, vielen Dank auch an Garmin, die geile Technik hier sponsern und den Motor. Boot performt, würde Frankie jetzt sagen. Genau. Richtig geil. Und jetzt letzter Spot, hauen wir nochmal einen dicken Hecht raus, wa? Und dann würde ich mich bei dir bedanken. Na klar, so machen wir das. What do you think for the last half an hour? Doing the drift again, going to the harbor again? It's not an easy choice. No. Maybe we can look around the island? Yeah. Because I don't think the drift will bring any more fish. Okay. Good size. Okay, so you mean going with the engine slowly? Yeah, and we can just around the island until it's time. Okay. Come on, half an hour. Fisch, oh fuck, da war er. Ich dreh durch, der Große. Schmeiß rein jetzt, los. Ja. Schnell hinterher, in meine Richtung, ganz schnell. Los. Oh fuck, da war der große Hecht. Mann, ich dreh durch auf den Golden. Ihr könnt heulen, was ist hier heute los mit diesen Hechten bei mir? Oh no. No, great. Oh, it's a small type.
pike. The pike. Ah, Got a little perch. yeah. 10 minutes. Da ist er. Jetzt ist er aber da. Ich glaube, er ist nicht so riesig. Da ist er. Da ist er. Und tschüss. So, 4 Minuten. Boah, der ist groß, glaube ich. Oh, weg. Nein. Den verlieren wir, oder was? Boah, der war besser. Scheiße. Yeah, nice. Moving gently. Yeah. Chatterbait! Nice. You can catch a perch, you can catch a pike. I love this lure. And then keep casting, yeah? Yeah, keep casting. Around the corner is always good. Yeah. I was so focused. Oh, the little one. Oh, yeah, got it. Double! Okay. Double trouble! A lot of action on our boat. Okay, let's try. Let's measure this one. We need to know, but I don't think it's gonna be up to 86. 77. It's a nice fish. 78. Nice fish on a chatterbait with a little ring crow as a trailer. They just eat it. Das ändert zwar nichts, insgesamt haben Todd und Sylvain hier aber ein sehr passables Hechtangeln erlebt, anders als Lex und Evert. Wir gehen in die Feedback-Runde. Oh my God. This was one of the most terrible days in my fishing career. Oh my God, what a disaster. We tried our best, Evert. We gave everything, I think, but it was not easy. No. Was ist da los mit deinen Hechten? 3 Stück verloren. Und man sieht hier so richtig schön die Bissspuren mal drinne. Yeah, that's fishing. Sometimes you gamble, sometimes you win, sometimes you lose. We lost today. Yeah. Let's hope we can But win. I had a nice day anyway. Of course. Mir hat Spaß gemacht, war ein schöner Tag. Ich fand auch vom Wetter halt super schön. We had the bites, we didn't miss them, and it was fun with like not so heavy rods. Yeah. Yeah, we had a lot of fun. Der Plan ist voll aufgegangen. Jetzt haben wir noch den River Day und da können wir uns komplett auf Zander konzentrieren. Und mal gucken, was wir da für einen Plan machen. Ja, Den müssen wir erstmal noch machen, den da Plan, wissen wir ja Leute. nicht. Wir hatten nicht so viel Training, aber bisher hat es ja trotzdem funktioniert. So sieht's aus. We really need to step up, so it will be really hard for us to reach the finals. But nothing is impossible, of course. We will see. It was our pike day, and we have really decent pikes. We have a nice bonus. Right. I mean, good job, bro. You too? Nice. Wir haben aber noch einen Tag zusammen, da geht's auf den Fluss. Da hat dieser junge Mann hier einen richtig guten Plan. Und ich glaube, Ja, ich hoffe, da kriegen wir der wird laufen. ein paar große Barsch. Wir werden alles geben, natürlich auch am Flusstag eine ordentliche Show abzuliefern und dementsprechend auch natürlich ein paar dicke Fische einzureichen. Dafür machen wir uns morgen einen Plan. Wir haben morgen Off-Day und müssen dann übermorgen wieder fischen. Es wird morgen aber alles andere als einfach, weil es Sturm angesagt. Tomorrow. Yeah. Yeah, it will be hard fishing anywhere on the river. We have some good rainwear, so we're prepared for some wind and rain. Yeah. It's gonna be windy. It's gonna be windy on the river day. We know that. Aber so ist das. Karte verspielt. Beim nächsten Mal sind haben wir noch eine Runde. Genau. Mal schauen, wie das Wetter wird. Es soll stürmisch werden. Ja. Wir gucken mal. See you guys See you in the next episode. next episode. River day. River Day. Reingehauen, hat uns Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Schaltet ein. Danke fürs Zusehen, ihr Lieben. Und bis zur nächsten Episode. Gruppe B, YPC Boat 2026.
Und damit geht der zweite Lake Day zu Ende. Teamübergreifend wurde ein kleines bisschen besser gefangen als in Gruppe A. Vor allem Finnwal geht mit einer überragenden Ausgangslage in Tag 2. Bullseye und Lure Drop haben dank ihrer Reserve theoretisch freie Zielfischwahl auf dem Fluss. Fox Rage kann sich auf gute Barsche, Rehns auf gute Hechte stützen. Gräf und CWC dagegen brauchen eine deutliche Leistungssteigerung, halten die Chance auf die Full Card aber immerhin am Leben. Insofern ist selbst für die Kellerkinder nichts verloren. Und am Ende wird es auf jeden Fall auch darauf ankommen, wer sich am besten auf die Bedingungen einzustellen weiß. Denn ihr habt's schon gehört. Für die nächsten Tage ist Sturm angesagt. Zunächst einmal aber betrifft das Gruppe C, die am kommenden Sonntag mit dem River Day starten. Hier dabei Titelverteidiger LMAB, die Big Bait Band von Savage Gear, der 2024er Champion Stroft, Branchenprimus Shimano, ein bayerisch-schwäbisch-französisches Duo von Bim Tackle und 2 Neulinge. Der deutsche Köderhersteller Lure Junks sowie Guller Barbecue, prominent passend besetzt mit einem leidenschaftlichen Smoker, Markus Eule. Nächsten Sonntag 18 Uhr einschalten. Das wird eine wilde Folge. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.